Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lea Talk. Hi zusammen. Wir freuen uns so sehr, dass ihr heute bei uns seid. Ich bin Lea. Und ich bin Finn. Wir sind hier, um euch zu helfen, echtes, alltägliches Deutsch zu lernen. Bitte helft uns und anderen Lernenden, indem ihr auf Gefällt mir klickt und den Kanal abonniert. Heute lernen wir eine sehr nützliche Fähigkeit. Wie man über sein letztes Jahr spricht. Ja, wir beginnen mit einem kleinen Aufwärmchat. Dann haben wir ein längeres Gespräch darüber, was wir letztes Jahr gemacht haben. Ihr werdet viele nützliche Sätze hören. Danach üben wir weitere Beispiele, lernen wichtige Phrasen, wiederholen Schlüsselwörter und haben ein lustiges Quiz. Seid ihr bereit? Los geht's. Also Finn, wie geht es dir heute? Mir geht es wirklich gut, danke. Ich hatte ein schönes, ruhiges Wochenende. Es war entspannend. Oh, das klingt herrlich. Was hast du gemacht? Also, am Samstag habe ich ein Buch zu Ende gelesen, das ich gerade las. Und am Sonntag habe ich meine Familie angerufen. Wie war dein Wochenende? Mein Wochenende war viel los, aber schön. Ich habe mich am Samstag mit Freunden in einem Café getroffen. Wir haben stundenlang geredet. Das ist toll. Über die letzten Tage zu sprechen ist einfach, oder? Aber heute müssen wir etwas mehr über das ganze letzte Jahr nachdenken. Das stimmt. Ein Jahr ist eine lange Zeit. Es kann schwer sein, sich an alles zu erinnern. Aber es ist ein wunderbares Thema, um mit Freunden darüber zu sprechen. Also, lass es uns versuchen. Wir werden also wirklich über unser ganzes letztes Jahr sprechen. Es fühlt sich wie ein großes Thema an. Das tut es. Aber, weißt du, wir müssen uns nicht an jeden einzelnen Tag erinnern. Nur an die großen Dinge, die schönen Dinge. Vielleicht die schweren Dinge. Das stimmt. Okay, ich fange an. Wenn ich an das letzte Jahr denke, ist meine erste Erinnerung eigentlich Silvester. Erinnerst du dich? Natürlich erinnere ich mich. Wir sind zu dieser kleinen Party in Mayas Haus gegangen. Ja, draußen war es kalt und verschneit, aber drinnen war es warm und voller Freunde. Wir haben Spiele gespielt und viel gelacht. Wir haben das neue Jahr zusammen begrüßt. Es war ein wirklich glücklicher Start. Es war ein sehr glücklicher Start. Mein Januar war danach ruhig. Ich bin zur Arbeit zurückgegangen und es war ein normaler Monat. Aber dann im Februar änderten sich die Dinge. Meine Chefin bei der Arbeit rief mich zu einem Treffen. Oh, ich erinnere mich, du warst nervös deswegen. Das war ich. Aber es waren gute Nachrichten. Sie fragte mich, ob ich ein neues Projekt leiten wolle. Ein kleines Team, aber ein wichtiges Projekt. Ich sagte ja, aber ich hatte sehr große Angst. Du sahst nicht ängstlich aus, du sahst aufgeregt aus. Ein bisschen von beidem. Also, ab Februar drehte sich mein Leben um dieses Projekt. Ich arbeitete manchmal spät. Ich dachte die ganze Zeit daran. Was war mit deinem Februar? Mein Februar war das Gegenteil. Er war langsam. Ich bekam eine schlimme Erkältung und blieb eine Woche zu Hause. Ich trank viel Tee und schaute alte Filme. Nicht so lustig. Überhaupt nicht lustig. Aber es gab mir Zeit zum Nachdenken. Und ich entschied, dass ich etwas lernen wollte. Ein persönliches Projekt haben wollte, aber nicht für die Arbeit. Also, als ich mich besser fühlte, suchte ich nach Kochkursen. Und? Hast du einen gefunden? Ja, im März fing ich an. Es war ein Anfängerkurs in einem kleinen Restaurant in Kreuzberg. Jeden Mittwochabend. 2 Stunden lang. Die erste Stunde war seltsam. Ich kannte niemanden. Die Lehrerin sprach sehr schnell. Warst du nervös? Sehr nervös. Aber die anderen Leute waren sehr freundlich. Sie lächelten. Sie stellten Fragen. Ich versuchte es und die Leute waren hilfsbereit. Langsam fing ich an zu verstehen und ich entdeckte, dass die Arbeit interessanter war. Bis Juni fühlte ich mich viel besser. Ich genoss es sogar. Gut. Also, im Juni wurde mein Projekt fertig. Wir arbeiteten sehr hart, um rechtzeitig fertig zu werden, und wir schafften es. Am letzten Tag im Juni präsentierten wir unsere Arbeit dem Unternehmen. Es war ein Erfolg. Ich war so stolz auf dich. Wir gingen an diesem Abend in ein schönes Restaurant. Das taten wir, um beide Dinge zu feiern. Mein fertiges Projekt und dass dein neuer Job gut lief.
Der Sommer begann und wir waren beide glücklich. Sommer. Letzter Sommer war so heiß. Erinnerst du dich? Wie kann ich das vergessen? Der Juli war unmöglich. Meine Wohnung war wie ein Backofen. Ich kaufte einen großen Ventilator und saß davor. Ich ging jedes Wochenende ins Schwimmbad. Es war der einzige Weg, um mich kühl zu fühlen. Und dann im August besuchtest du deine Eltern. Ja, 2 Wochen weg von der Stadt. Ihr Haus hat einen großen Garten mit vielen Bäumen. Es ist dort immer kühler. Wir arbeiteten jeden Morgen im Garten, dann saßen wir nachmittags im Schatten. Es war einfach und friedlich. Keine Computer, nicht viel Handy. Es klang perfekt. Mein August war anders. Meine Freundin von der Universität, Lisa, kam mich für eine Woche besuchen. Wir waren hier Touristinnen. Was habt ihr gemacht? Alles. Wir gingen ins Kunstmuseum, ins Geschichtsmuseum, in den Tiergarten, machten eine Flussrundfahrt. Wir machten so viele Fotos. Meine Füße taten jeden Abend weh. Aber es war so schön. Es war, als würde ich meine Stadt zum ersten Mal sehen. Das ist eine wunderbare Art, Zeit zu verbringen. Dann kam der Herbst. September ist immer ein frischer Start, finde ich. Das ist er. Im September endeten meine Kochkurse. Für meine Abschlussprüfung kochte ich ein Essen für 3 Personen. Die Lehrerin und 2 andere Schüler. Was hast du gemacht? Ich machte gebratenes Hähnchen mit Gemüse und einen Schokoladenkuchen als Nachtisch. Und war es gut? Das Hähnchen war gut, der Kuchen war ein bisschen trocken, aber alle aßen ihn und sagten nette Dinge. Und ich bekam mein Zertifikat. Ich habe es gerahmt und in die Küche gehängt. Das solltest du auch. Das ist eine echte Leistung. Im September ging ich wieder ins Fitnessstudio. Nach dem Sommer fühlte ich mich langsam und faul. Und, bist du regelmäßig gegangen? Naja, ich versuchte im englischen Garten zu laufen. Ich sagte, ich werde 3-mal pro Woche laufen. Ich lief vielleicht insgesamt 4-mal, dann hörte ich auf. Es zählt der Gedanke. Oktober war der Besuch deiner Familie, richtig? Ja. Meine Eltern und mein kleiner Bruder kamen für 5 Tage. Es war herrlich, aber auch ein bisschen verrückt. Mein Bruder ist ein Teenager. Er hat immer Hunger. Wir machten ständig Essen oder suchten nach Essen. Hast du für sie gekocht? Ich kochte ein großes Abendessen. Ich war so nervös. Aber es war okay. Mein Vater sagte, meine Tochter ist jetzt eine Köchin. Es war ein Scherz, aber es machte mich glücklich. Ich bin sicher, es war köstlich. Der Oktober war für mich das Autoproblem. Mein altes Auto machte ein komisches Geräusch. Es machte schon seit 2 Jahren ein komisches Geräusch. Stimmt. Aber im Oktober wurde das Geräusch zu einem sehr lauten, beängstigenden Geräusch. Die Werkstatt sagte, es ist Zeit für ein neues Auto. Also musste ich eins finden. Es nahm meine ganze Freizeit für 2 Wochen in Anspruch. Aber du hast ein gutes gefunden. Ja, ein kleines blaues Auto. Sehr zuverlässig. Ich fühlte mich sehr erwachsen, als ich es kaufte. November. Dann wurde das Wetter kalt und es wurde früh dunkel. November ist für mich immer ein ruhiger Monat. Ich arbeitete, ich las, traf Freunde. Oh, ich begann eine neue Buchreihe. Fantasy-Bücher. Ich las 3 davon im November. Das ist viel. Ich nutzte meine Novemberwochenenden für nichts Besonderes. Meine Wohnung aufräumen, Fernsehserien schauen, manchmal dich zum Kaffee treffen. Es war ein gemütlicher Monat. Gemütlich ist gut. Und dann Dezember. Der letzte Monat des Jahres. Er ist immer voller Weihnachtsvorbereitungen. So viel los. Ich musste Geschenke für alle kaufen, Karten verschicken, meine Wohnung dekorieren. Und du wurdest kurz vor Weihnachten wieder krank. Oh, erinnere mich nicht daran. Ja, starke Halsschmerzen. Ich verlor meine Stimme für 2 Tage. Ich musste alle meine Pläne absagen. Ich war so traurig. Aber du wurdest am Weihnachtstag wieder gesund. Wir hatten Abendessen im Haus deiner Freundin. Ja, und es war herrlich. Gutes Essen, gute Leute.
Ein schönes Ende des Jahres. Wie war dein Jahresende? In der letzten Dezemberwoche hatten wir bei der Arbeit eine Jahresrückschau. Meine Chefin sprach über mein Projekt vom Anfang des Jahres. Sie sagte sehr nette Dinge über meine Arbeit. Es fühlte sich an, als würde sich ein Kreis schließen. Es begann und endete gut. Das ist wunderbar, Finn. Dann, an Silvester wieder, dachten wir über das ganze Jahr nach. Wir sprachen über das Gute und das Schlechte. Und wir entschieden, dass es ein Jahr des Wachstums war. Das ist das Wort. Wir sind beide gewachsen. Du wurdest Projektleiter, ich wurde eine bessere Köchin und wechselte den Job. Wir hatten Herausforderungen, aber wir lernten daraus. Genau. Mein letztes Jahr war nicht perfekt. Es gab Stress, es gab Probleme mit meinem alten Auto, es gab sehr heiße Tage. Aber wenn ich zurückblicke, lächle ich. Ich auch. Die glücklichen Erinnerungen sind stärker. Die schwierigen Zeiten, sie machen die Geschichte nur interessanter. Also, so spricht man über ein ganzes Jahr. Du wählst die wichtigen Teile aus. Den Start, die Projekte, die Jahreszeiten, die Besuche, die Herausforderungen und das Ende. Und du musst keine komplizierten Wörter benutzen. Einfache Wörter über einfache Dinge. Ich begann, ich lernte, ich besuchte, ich beendete, ich fühlte. Richtig. Das Wichtigste ist, deine Geschichte zu teilen. Es ist dein Jahr. Okay, Finn, lass uns unseren Freunden wirklich helfen. Wir haben über unser Jahr in einer großen Geschichte gesprochen. Jetzt, lass uns das in Teile zerlegen. Lass uns ihnen klare Sätze geben, die sie nehmen und für ihr eigenes Leben verwenden können. Tolle Idee. Beginnen wir mit dem häufigsten Thema. Arbeit oder Schule. Wie würde jemand über seine Arbeit im letzten Jahr sprechen? Also, sie können sagen, wie es war. Zum Beispiel, meine Arbeit letztes Jahr war sehr interessant. Oder, mein Studium war schwierig. Richtig. Und Sie können sagen, was Sie taten. Ich arbeitete an einem neuen Projekt mit meinem Team. Ich beendete einen wichtigen Kurs im Juni. Perfekt. Sie können auch über Veränderungen sprechen. Ich begann einen neuen Job im März. Oder ich wechselte meine Abteilung bei der Arbeit. Was ist, wenn Sie keine große Veränderung hatten? Nur normale Arbeit. Das ist in Ordnung. Sie können sagen, meine Arbeitsroutine war letztes Jahr normal. Oder ich arbeitete weiter in meinem gleichen Job. Es war stabil. Stabil ist ein gutes Wort. Okay. Nächstes großes Thema. Hobbys und Freizeit. Das ist ein lustiges Thema. Das ist es. Sie können über neue Hobbys sprechen. Letztes Jahr begann ich mit Malen. Ich fing an, Gitarre spielen zu lernen. Ich interessierte mich für Gartenarbeit. Das bedeutet, du hast angefangen, es sehr zu genießen. Ja. Oder Sie können über die Fortsetzung eines Hobbys sprechen. Ich setzte meine Yoga-Praxis das ganze Jahr fort. Ich las weiter jeden Abend vor dem Schlafengehen. Sie können auch darüber sprechen, ein Hobby zu beenden. Ich hörte auf, Videospiele zu spielen, weil ich zu beschäftigt war. Aber vielleicht sagen, warum? Guter Punkt. Geben wir ein vollständiges Beispiel. Letztes Jahr begann ich öfter ins Kino zu gehen. Ich sah vielleicht 10 Filme. Schön. Mein Beispiel. Ich hatte letztes Jahr nicht viel Freizeit, aber ich hörte immer Podcasts auf dem Weg zur Arbeit. Siehst du? Beide sind gut. Jetzt ein sehr wichtiges Thema. Reisen und Besuche. Ja, das Einfache ist, ich reiste nach Italien mit meiner Familie. Aber wir brauchen mehr Variation. Okay, wenn es eine kurze Reise ist, ich fuhr für ein Wochenende an die Ostsee. Wenn es ist, um Leute zu sehen, ich besuchte meine Großeltern auf dem Land. Was ist, wenn du nicht weit gereist bist? Du kannst sagen, ich erkundete meine eigene Stadt. Ich besuchte 3 neue Museen. Ich liebe das. Und wenn du überhaupt nicht gereist bist, das ist auch okay. Ich reiste letztes Jahr nicht ins Ausland, aber ich genoss meinen lokalen Park. Genau. Du sprichst immer noch über dein Jahr. Jetzt Gesundheit und Fitness.
Das kann einfach sein. Ich meldete mich letztes Jahr im Fitnessstudio an. Ich versuchte, mehr Obst und Gemüse zu essen. Ich machte jeden Sonntag lange Spaziergänge. Ich hörte auf, zuckerhaltige Getränke zu trinken. Sie können noch über nicht so gute Gesundheit sprechen. Ich hatte im Herbst Rückenprobleme, also ruhte ich mich einen Monat aus. Richtig. Es ist alles Teil des Lebens. Als nächstes, was ist mit Lernen und Fähigkeiten? Nicht nur Hobbys, sondern echte Fähigkeiten. Ich verbesserte meine Computerkenntnisse für meinen Job. Ich lernte, wie man ein neues Softwareprogramm benutzt. Ich wurde besser darin, in Meetings zu sprechen. Oder für Deutsch? Ich übte jeden Tag mein Deutsch mit einer App. Perfekt. Das ist ein tolles Beispiel für unser Publikum. Jetzt lass uns über den Alltag und die Routine sprechen. Die kleinen Dinge. Das macht deine Geschichte echt. Letztes Jahr wachte ich normalerweise um 7 Uhr auf. Ich kochte oft zu Hause Abendessen, anstatt auswärts zu essen. Meine Abendroutine war einfach. Ich aß zu Abend, schaute eine Folge einer Serie und las mein Buch. Du kannst es mit der Vergangenheit kontrastieren. Vor dem letzten Jahr ging ich viel aus, aber letztes Jahr bevorzugte ich ruhige Abende zu Hause. Das ist eine fantastische Satzstruktur. Vor dem letzten Jahr, aber letztes Jahr. Okay. Jetzt. Der wichtigste Teil. Gefühle und Ergebnisse. Wie fühlst du dich über das, was passiert ist? Das ist der Schlüssel. Du kannst sagen, ich fühlte mich sehr stolz, als ich das Projekt beendete. Es machte mich wirklich glücklich, meine Familie zu sehen. Ich war enttäuscht, als mein Urlaub abgesagt wurde, aber es war okay. Kochen zu lernen war am Anfang herausfordernd, aber es wurde sehr befriedigend. Und schließlich Die Gesamtzusammenfassung. Wie man alles zusammenfasst. Insgesamt war es ein Jahr des Lernens für mich. Im Allgemeinen fühle ich mich positiv über das letzte Jahr. Es war nicht das aufregendste Jahr, aber es war friedlich und stabil. Oder es war ein wirklich besonderes und unvergessliches Jahr. Jetzt lass uns das alles in einem Mini-Gespräch zusammenfügen. Lea fragt mich nach meinem letzten Jahr und ich benutze diese praktischen Sätze. Okay, Finn, wie war deine Arbeit letztes Jahr? Meine Arbeit war letztes Jahr ziemlich beschäftigt. Ich arbeitete an mehreren kleinen Projekten. Ich wechselte meinen Job nicht, aber ich verbesserte meine Kommunikationsfähigkeiten. Was ist mit deiner Freizeit? Ich begann ein neues Hobby, Fotografie. Ich reiste nicht ins Ausland, aber ich besuchte meine beste Freundin in einer anderen Stadt. Es war wunderbar, sie zu sehen. Wie war es mit deiner Gesundheit? Ich meldete mich im Fitnessstudio an. Aber ehrlich gesagt ging ich nur für ein paar Monate. Ich hörte auf, weil ich beschäftigt wurde. Aber ich ging weiterhin überall zu Fuß. Und wie fühlst du dich insgesamt über das letzte Jahr? Insgesamt fühle ich mich gut darüber. Es war manchmal herausfordernd, aber ich lernte viel. Ich fühle mich stolz auf die kleinen Schritte, die ich unternahm. Siehst du? Das war eine perfekte praktische Zusammenfassung. Es war keine lange Geschichte, aber es gab alle wichtigen Informationen. Jetzt können unsere Freunde dasselbe tun. Sie können diese Satzbausteine nehmen und ihre eigene Geschichte über ihr letztes Jahr bauen. Bausteine, das gefällt mir. Beginne mit einem Thema, wähle deinen Baustein und setze ihn zusammen. Genau. Und denkt daran, ihr müsst nicht alle Bausteine verwenden. Nur die, die für euch wahr sind. Euer Jahr ist einzigartig. Also übt diese Bausteine. Sagt sie laut. Letztes Jahr war meine Arbeit in meiner Freizeit. Ich fühlte mich. Ihr werdet in kürzester Zeit über euer letztes Jahr auf Deutsch sprechen. In Ordnung, Finn. Wir haben unsere Geschichten erzählt. Jetzt lass uns wirklich praktisch werden. Lass uns einen Werkzeugkasten voller Sätze bauen, die unsere Freunde verwenden können. Ein Phrasenwerkzeugkasten. Ich liebe es. Also, wir sagen die Phrase und erklären sie vielleicht ein wenig oder geben ein kurzes Beispiel, wann man sie verwendet. Genau. Beginnen wir mit der grundlegendsten Art anzufangen.
wie man die Szene für das ganze Jahr setzt. Okay. Das Einfachste. Mein letztes Jahr war gut. Kurz, klar, positiv. Oder es war ein beschäftigtes Jahr. Beschäftigt ist ein sehr nützliches Wort. Das Gegenteil. Es war ein ruhiges Jahr. Friedlich. Nicht viele große Ereignisse. Jetzt lass uns über Anfänge sprechen, wie du das Jahr begonnen hast. Ich begann das Jahr mit einem Urlaub. Das ist, was ich tat. Ich fing an, etwas Neues zu lernen. Eine großartige Art, eine positive Veränderung zu zeigen. Oder ein Ziel. Ich entschied mich, gesünder zu werden. Weiter zu Arbeit und Studium. Ich arbeitete an einem großen Projekt. Ich beendete einen wichtigen Kurs. Ich wechselte meinen Job. Ein sehr bedeutendes Ereignis. Ich bekam eine Beförderung bei der Arbeit. Das ist ein glückliches Ereignis. Jetzt Privatleben und Familie. Ich besuchte meine Familie. Ich verbrachte mehr Zeit mit meinen Freunden. Ich reiste nach Spanien. Oder jeden Ort. Ich traf mich oft mit meinen Freunden im Café. Die kleinen, regelmäßigen Dinge sind auch wichtig. Hobbys und Freizeit. Diese machen Spaß. Ich las ein paar gute Bücher. Ich schaute interessante Filme und Fernsehserien. Ich hörte viel Musik. Ich meldete mich im Fitnessstudio an. Ein klassischer Vorsatz. Ich spielte eine Sportart wie Fußball oder Tennis. Ich versuchte ein neues Hobby wie Fotografie. Gesundheit ist immer ein Thema. Meine Gesundheit war insgesamt gut. Aber ehrlich sein, ich war eine Woche im Winter krank. Ich versuchte besser zu essen. Das zeigt Anstrengung, nicht Perfektion. Ich fühlte mich am Ende des Jahres energiegeladener. Über das Wetter oder die Jahreszeiten sprechen. Das Wetter war letzten Sommer schrecklich. Wir hatten einen wunderschönen, warmen Frühling. Ich hatte eine gute Zeit im Frühling. Die Jahreszeit mit dem Gefühl verbinden. Letzter Winter fühlte sich sehr lang an. Jeder versteht das. Jetzt die großen Gefühle und Leistungen. Meine größte Leistung war, meinen Führerschein zu bestehen. Ein schwieriger Moment war, als ich zwischen Jobs war. Ich fühlte mich sehr glücklich, als ich meine alten Freunde sah. Ich fühlte mich stolz auf mein Team bei der Arbeit. Ich lernte viel über mich selbst. Eine tiefe, aber nützliche Phrase. Was ist mit Zeit, wenn du keine oder viel hattest? Ich hatte nicht viel Freizeit. Oder ich hatte viel Freizeit zum Entspannen. Meine tägliche Routine war sehr einfach. Gib ein Beispiel. Jeden Tag ging ich zur Arbeit, dann nach Hause. Nach der Arbeit entspannte ich mich normalerweise und schaute Fernsehen. Am Wochenende ging ich oft spazieren. Lass uns spezifisch mit Zeitphrasen sein. Im Januar begann ich mein neues Hobby. Bis Dezember konnte ich ein bisschen besser sprechen. Bis zeigt Fortschritt bis zu einem Punkt. Für Dinge, die du nicht getan hast. Ich reiste nicht ins Ausland. Ich hatte keine großen Veränderungen und das war okay. Einige Dinge wie mein Job blieben gleich. Jetzt Erinnerungen, der süße Teil. Meine Lieblingserinnerung ist von unserer Sommerreise. Ich werde mich immer an die Geburtstagsparty erinnern, die du für mich gemacht hast. Am Anfang des Jahres war ich nervös. In der Mitte des Jahres wurde alles sehr beschäftigt. Am Ende des Jahres fühlte ich mich müde, aber glücklich. Wir brauchen ein paar Zusammenfassungssätze. Wie man seine abschließende Meinung abgibt. Insgesamt war es ein positives Jahr für mich. Insgesamt ist ein fantastisches Wort. Es war ein herausforderndes Jahr, aber ich wuchs viel. Es war ein gewöhnliches Jahr und ich genoss die Einfachheit. Es war ein besonderes Jahr wegen meines neuen Familienmitglieds. Ein neues Baby oder ein Haustier. Und schließlich die persönliche Schlussfolgerung. Ich bin glücklich darüber, wie mein letztes Jahr verlief. Das sind viele Phrasen, Lea. Aber weißt du was? Sie so in Gruppen zu sagen, macht Sinn. Das tut es. Wir haben sie nicht nur aufgelistet, wir haben darüber gesprochen, wo sie hinpassen. Das ist für die Arbeit, das ist für Gefühle, das ist für Zeit. Und unsere Freunde können mischen und kombinieren. Sie können „Ich hüte mich stolz als“ nehmen und ihre eigene Leistung hinzufügen. Genau, die Struktur ist das Werkzeug. Sie füllen es mit ihrem eigenen Leben. Also,
Versucht nicht, alle 50 auf einmal zu merken. Wählt 5 aus, die für euer letztes Jahr wahr sind. Und beginnt damit. Perfekter Rat. Beginnt klein, baut eure Geschichte. Ihr habt alle Teile genau hier. Lass uns für einen Moment langsamer werden und uns einige der Schlüsselwörter ansehen, die wir verwendet haben. Das sind die Bausteine, um über dein Jahr zu sprechen. Lea. Sollen wir sie eins nach dem anderen erklären? Lasst es uns tun. Wir sagen das Wort, erklären es einfach und dann verwenden wir es in einem Satz aus unserem eigenen Leben. So ist es praktisch. Perfekt. Ich fange an. Das Wort die Leistung. Eine Leistung ist etwas, das du erfolgreich getan hast. Oft nach etwas Arbeit. Es ist ein Gewinn, ein Erfolg. Also, zum Beispiel ist mein Satz: Meine größte Leistung letztes Jahr war, dieses schwierige Projekt bei der Arbeit zu vollenden. Es war nicht einfach, also fühlte es sich wie eine Leistung an, es zu beenden. Genau. Meine Leistung war anders. Mein Kochzertifikat zu bekommen, war eine persönliche Leistung für mich. Nächstes Wort: die Routine. Deine Routine ist deine übliche Art, Dinge zu tun. Dein regelmäßiger Zeitplan oder deine Gewohnheit. Du könntest also sagen, meine Morgenroutine ist immer gleich. Duschen, Kaffee, dann E-Mails checken. Und ein Jahr hat auch Routinen. Meine Wochenendroutine letztes Jahr beinhaltete Lebensmitteleinkäufe bei Rewe und meine Eltern anzurufen. Jetzt beschäftigt. Das ist so ein nützliches Wort. Es bedeutet einfach, dass du viele Dinge zu tun hast, mit nicht viel Freizeit. Es kann gut oder schlecht sein. Dezember ist immer ein beschäftigter Monat mit den Feiertagen. Das ist neutral. Oder: Ich war zu beschäftigt mit der Arbeit, also kündigte ich meine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Das ist negativer. Das Gegenteil könnte entspannend sein. Das bedeutet etwas, das dich ruhig und friedlich fühlen lässt, nicht gestresst. Mein Urlaub am Strand war sehr entspannend, nichts zu tun, nur Sonne und ein Buch. Sogar ein Tag kann entspannend sein. Sonntag war mein entspannender Tag. Ich tat überhaupt nichts. Jetzt ein Verb: beitreten. Das bedeutet, Mitglied einer Gruppe, eines Clubs oder einer Aktivität zu werden. Ich trat einem neuen Team bei der Arbeit bei. Oder sie trat einem Buchclub bei, um Leute zu treffen. Mein Beispiel ist vom letzten Jahr. Ich trat im März einem Anfängerkochkurs bei. Ein weiteres großartiges Verb: verbessern. Das bedeutet, bei etwas besser zu werden oder etwas besser zu machen. Ich wollte mein Spanisch verbessern, also benutzte ich eine Sprach-App. Du wirst besser. Und du kannst Dinge verbessern, nicht nur Fähigkeiten. Das Wetter verbesserte sich am Nachmittag, also gingen wir spazieren. Hier ist ein entscheidendes Verbindungswort: insgesamt. Wir benutzen dies, um über das allgemeine Gefühl zu sprechen, nachdem wir alles berücksichtigt haben. Es ist wie ein Zusammenfassungswort. Der Film war lang, aber insgesamt genoss ich ihn. Für ein Jahr sagst du, insgesamt war es ein gutes Jahr, auch mit ein paar Problemen. Das Wort herausfordernd. Das bedeutet schwierig, aber auf eine Weise, die deine Fähigkeiten testet. Es wird oft auf positive Weise verwendet, um über Wachstum zu sprechen. Mein neuer Job war die ersten Monate herausfordernd. Es war hart, aber ich lernte. Einen Marathon zu laufen ist körperlich herausfordernd. Es ist hart. Aber die Leute tun es für die Leistung. Ein schönes Wort: die Erinnerung. Eine Erinnerung ist etwas, an das du dich aus der Vergangenheit erinnerst. Sie kann gut oder schlecht sein, aber wir sprechen oft über die guten. Meine Lieblingserinnerung vom letzten Jahr ist unsere Reise in die Berge. Es ist ein Moment, den ich in meinem Kopf behalte. Du kannst auch sagen: Ich habe sehr glückliche Kindheitserinnerungen ans Backen mit meiner Oma. Wie wäre es mit die Fähigkeit? Eine Fähigkeit ist eine Fertigkeit, etwas gut zu tun. Normalerweise, weil du es gelernt oder geübt hast. Kochen ist eine nützliche Fähigkeit. Kommunikation ist eine wichtige Fähigkeit bei der Arbeit. Mein Satz:
Letztes Jahr entwickelte ich meine Problemlösungsfähigkeiten während des Projekts. Absagen. Das bedeutet, zu entscheiden, dass etwas, das geplant war, nicht passieren wird. Wir mussten das Picknick wegen des Regens absagen. Leider, mein Beispiel, ich sagte meinen Zahnarzttermin ab, weil ich krank war. Ein positives Wort? Stolz. Das ist das Gefühl der Freude, das du bekommst, wenn du oder jemand, der dir wichtig ist, etwas Gutes tut. Ich fühlte mich sehr stolz, als ich mein erstes vollständiges Abendessen für Freunde kochte. Meine Eltern sind stolz auf meine Schwester, weil sie die Universität abgeschlossen hat. Lass uns 2 über Zeit machen. Am Anfang und am Ende. Wir benutzen diese, um einen Zeitraum zu rahmen. Am Anfang des Jahres war ich voller Energie und neuer Ziele. Am Ende des Jahres fühlte ich mich müde, aber zufrieden mit dem, was ich getan hatte. Siehst du? Die Veränderung vom Anfang bis zum Ende. Gewöhnlich. Das bedeutet normal, nicht besonders oder anders. Es ist nichts Schlechtes. Es war ein gewöhnlicher Dienstag. Nichts Besonderes passierte. Die meisten Tage sind okay. Ich genieße die gewöhnlichen Momente wie einen ruhigen Kaffee auf dem Balkon. Das Gegenteil. Besonders. Das bedeutet nicht gewöhnlich, auf irgendeine Weise wichtig oder anders und besser. Mein Geburtstag ist ein besonderer Tag für mich. Wir machten ein besonderes Abendessen, um die Leistung zu feiern. Ein sehr häufiges Substantiv, das Ziel. Ein Ziel ist etwas, das du erreichen möchtest. Ein Ziel oder eine Vorgabe. Mein Ziel letztes Jahr war es, 12 Bücher zu lesen. Ich las nur 7. Aber ein Ziel ist das, worauf du hinarbeitest. Das Ziel unseres Teams war es, das Projekt bis Juni zu beenden. Und schließlich, lass uns der Fortschritt erklären. Das ist die Bewegung zu einem Ziel hin oder besser zu werden. Es ist nicht immer das Beenden, es ist die Verbesserung. Ich machte gute Fortschritte bei meinem Projekt im ersten Monat. Auch wenn mein Deutsch nicht perfekt ist, ich kann meinen Fortschritt vom letzten Jahr sehen. Es geht um die Reise, nicht nur um das Ziel. Wow, wir haben viele Wörter behandelt. Aber sie so zu erklären mit unseren eigenen Geschichten macht sie leichter zu merken, findest du nicht? Absolut. Du brauchst keine Wörterbuchdefinition. Du musst wissen, wie man das Wort in deiner Geschichte verwendet. Diese Wörter helfen dir, sie besser zu erzählen. Also, nimm diese Wörter, die Leistung, die Routine, beschäftigt, herausfordernd, die Erinnerung und Stolz. Das sind die Farben zum Malen des Bildes deines letzten Jahres. Wunderschön gesagt, Lea. Jetzt haben unsere Freunde mehr Farben für ihre Palette. Jetzt seid ihr an der Reihe zu üben. Das ist der Abschnitt Sprich uns nach. Wir sagen eine kurze, nützliche Phrase über das letzte Jahr. Dann lassen wir einen ruhigen Raum, damit ihr es laut sagen könnt. Seid nicht schüchtern. Sprechen ist der beste Weg zu lernen. Das stimmt. Wir beginnen sehr einfach und bauen auf. Bereit, Lea? Bereit. Lass uns mit der wichtigsten Zeitphrase beginnen. Sprich mir nach. Letztes Jahr. Gut. Jetzt lass uns etwas sagen, das wir getan haben. Sprich mir nach. Ich arbeitete. Lass uns sie zusammenfügen. Letztes Jahr arbeitete ich. Lass uns ein Detail hinzufügen. Ich arbeitete an einem Projekt. Ausgezeichnet. Jetzt ein anderes Thema. Sprich mir nach. Ich lernte Kochen. Ich lernte eine neue Fähigkeit. Wunderbar. Jetzt lass uns über Reisen sprechen. Sprich mir nach. Ich reiste. Ich reiste nach Spanien. Oder du kannst dein Land oder deine Stadt sagen. Was ist, wenn du nicht gereist bist? Das ist okay. Sprich mir nach. Ich reiste nicht. Gut. Du kannst erklären, warum. Ich war zu beschäftigt. Sprich das nach. Jetzt einige Gefühlswörter. Diese sind kraftvoll. Sprich mir nach.
Ich fühlte mich glücklich. Ich fühlte mich stolz. Ich fühlte mich manchmal müde. Perfekt. Lass uns jetzt einen längeren Satz machen. Wir bauen ihn Stück für Stück auf. Zuerst am Anfang Am Anfang des Jahres. Des Jahres. Am Anfang des Jahres war ich nervös. großartig. Jetzt lass uns das Ende machen. Am Ende Am Ende. Des Jahres. Am Ende des Jahres fühlte ich mich selbstbewusst. Ihr macht das so gut. Lass uns Fragen üben. Stell dir vor, jemand fragt dich. Sprich mir nach. Wie war dein Jahr? Und du kannst antworten, es war gut. Oder es war beschäftigt und lustig. Lass uns über Freizeit sprechen. Sprich nach. In meiner Freizeit. In meiner Freizeit las ich Bücher. Ich schaute Filme. Ich traf meine Freunde. Jetzt das Wort weil. Es hilft dir zu erklären. Sprich nach. Weil. Benutze es in einem Satz. Ich trainierte nicht viel, weil ich beschäftigt war. Eine der wichtigsten Phrasen. Meine größte Leistung war. Beende es. Meine größte Leistung war, fahren zu lernen. Oder irgendetwas, das du getan hast. Und schließlich, lass uns zusammenfassen. Sprich diesen ganzen Satz nach. Insgesamt war es ein positives Jahr. Noch einmal mit Gefühl. Insgesamt war es ein positives Jahr. Tolle Arbeit. Ihr habt gerade über 20 nützliche Phrasen gesagt. Wie hat sich das angefühlt? Ich hoffe, es fühlte sich gut an. Denkt daran, das Ziel ist nicht Perfektion. Das Ziel ist Übung. Euer Mund lernt, wie man diese deutschen Laute macht. Und euer Gehirn merkt sich die Muster. Letztes Jahr. Ich fühlte mich. In meiner Freizeit. Versucht 3 dieser Phrasen jeden Tag diese Woche zu sagen. Sagt sie unter der Dusche oder während ihr Kaffee macht. Gewöhnt euch einfach an den Klang eurer eigenen Stimme, die Deutsch über euer Leben spricht. Ihr baut eine Gewohnheit auf. Und ihr baut Selbstvertrauen auf. Wir sind so stolz auf euch, dass ihr heute mit uns geübt habt. Wirklich. Jetzt lass uns für ein kleines Quiz bereit machen, um zu testen, woran ihr euch erinnert. Wow, Finn, wir haben heute so viel behandelt, nicht wahr? Das haben wir wirklich. Ich fühle mich, als hätten wir gerade einen langen, freundlichen Spaziergang durch das ganze letzte Jahr gemacht. Und unsere Lernenden gingen direkt neben uns. Genau. Lass uns einen letzten Moment nehmen, um auf das zurückzublicken, was wir zusammen geübt haben. Das Hauptziel war, zu lernen, wie man über sein letztes Jahr auf Deutsch spricht. Was eine riesige und nützliche Fähigkeit ist. Wir begannen damit, einfach über unser eigenes Jahr zu plaudern. Die Projekte, die Kochkurse, die Besuche, die ruhigen Zeiten. Und aus diesem großen Gespräch zogen wir die praktischen Werkzeuge heraus. Wir gaben euch diese Bausteinesätze für Arbeit, Hobbys, Reisen und Gefühle. Ihr könnt sie mischen und anpassen, um eure eigene Geschichte zu bauen. Dann tauchten wir in die spezifischen Phrasen ein, 50 davon, damit ihr einen ganzen Werkzeugkasten zur Auswahl habt. Ihr braucht nicht alle, nur die, die zu eurem Leben passen. Danach hielten wir an, um uns die Schlüsselwörter wirklich anzusehen. Wörter wie die Leistung, die Routine, herausfordernd und insgesamt. Diese Wörter zu verstehen, hilft euch, ein klareres Bild zu malen. Dann kam der wirklich wichtige Teil. Ihr wart an der Reihe zu sprechen. Der Abschnitt »Sprich uns nach«. Denn wir können den ganzen Tag reden, aber ihr sprecht ist, wo die Magie passiert. Und schließlich unser kleines Quiz. Eine lustige Art zu überprüfen, was hängen blieb. Und das Erkennen dieser Verben in der Vergangenheit und nützlicher Wörter zu üben. Also, wenn ihr heute nichts anderes mitnehmt, erinnert euch an diese Struktur. Beginnt mit letztes Jahr. Sprecht über ein paar wichtige Ereignisse in eurem Leben. Benutzt einfache Vergangenheit und teilt, wie ihr euch dabei fühltet. Das ist das Rezept. Wunderschön einfach. Jetzt zu unserem Lieblingsteil,
die Frage des Tages. So könnt ihr jetzt üben in den Kommentaren. Die heutige Frage ist: Was war eine gute Sache über euer letztes Jahr? Es kann groß oder klein sein. Eine gute Sache war mein Urlaub oder eine gute Sache war mein neues Hobby. Wir wollen von euch hören. Wir lesen jeden einzelnen Kommentar. Und wenn ihr auf Deutsch schreibt, übt ihr. Und wenn ihr die Kommentare anderer Leute lest, lernt ihr von ihnen. Wir sind hier bei Lea Talk, eine Gemeinschaft. Eine sehr unterstützende Gemeinschaft. Also bitte sagt Hallo, beantwortet die Frage, erzählt uns, woher ihr kommt. Wir lieben es, euch kennenzulernen. Und wenn die heutige Lektion hilfreich für euch war, tut uns bitte einen großen Gefallen. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Dieser kleine Gefällt mir-Button sagt YouTube, dass dieses Video nützlich ist, damit es anderen Lernenden wie euch gezeigt werden kann. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert den Kanal und klickt auf das Glockensymbol. Abonnieren ist kostenlos. Und die Glocke bedeutet, dass ihr eine Benachrichtigung bekommt, jedes Mal, wenn wir eine neue Lektion veröffentlichen. Wir wollen nicht, dass ihr unser nächstes Abenteuer auf Deutsch verpasst. Was ist unser nächstes Abenteuer, Lea? Das ist ein Geheimnis. Aber ich gebe einen Hinweis. Es ist ein weiteres Alltagsthema, das jeder braucht. Vielleicht, wie man über seine Zukunftspläne spricht oder wie man seine Stadt beschreibt. Ihr müsst abonnieren, um es herauszufinden. Necken. Aber im Ernst, wir bereiten diese Lektionen mit so viel Liebe für euch alle vor. Wir wissen, dass eine Sprache zu lernen mutig ist. Es braucht Zeit. Manche Tage sind einfach, manche Tage sind schwer. Also, seid freundlich zu euch selbst. Feiert die kleinen Siege. Wenn ihr sagen könnt, letztes Jahr arbeitete ich und ich reiste, das ist ein fantastischer Gewinn. Beginnt klein. Ihr müsst nicht beim ersten Versuch einen Roman erzählen. Sprecht einfach weiter. Zu uns in den Kommentaren, zu einem Freund oder sogar zu euch selbst im Spiegel. Eure Stimme auf Deutsch ist eine wunderbare Sache. Wir sind so stolz auf euch, dass ihr sie heute benutzt habt. Unglaublich stolz. Danke, dass ihr eure Zeit mit uns verbracht habt. Danke für eure erstaunliche Energie. Von uns beiden, passt auf euch auf, übt weiter und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss für jetzt. Danke fürs Zuhören bei Lea Talk. Bis zum nächsten Mal.